Servus Leute, hier Matti von Outdoor Kitchen. Ja, heute mache ich Lepinja im Steinbackofen gebacken. Was ist Lepinja? Das ist dieses leckere Cevapcici-Brot. In ein Lepinja kommen 10 Cevapcici, 200 Gramm Fleisch, Rahm und Zwiebeln. Cevapcici ohne echte Lepinja, das geht überhaupt nicht. Ja, dann legen wir mal los. Ja, an Zutaten brauchen wir 1 Kilo Mehl. Ich verwende dieses Mehl Typ 550. Pizzamehl passt wunderbar für Lepinja. Dazu 600 Milliliter lauwarmes Wasser und jeweils 2 Teelöffel Salz und Zucker, 100 Milliliter Sonnenblumenöl, eine Packung Frischhefe und wer möchte zum Bestreuen Sesam und Schwarzkümmel. So, als erstes machen wir hier eine kleine Mulde. Dann gießen wir das Salz und den Zucker hinein. Etwas Wasser. Dann bröseln wir die Frischhefe hinein. Ja, viele fragen sich, was ist der Unterschied zwischen Frisch- und Trockenhefe? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich nie Trockenhefe benutzt habe. Ich mag einfach den Geruch von Hefe und frisch hört sich einfach besser an. So, dann gießen wir das restliche Wasser hinein. Wie gesagt, lauwarm sollte es sein. Und dann decken wir das Ganze erstmal zu, bis die Hefe Bläschen wirft, mit dem Zucker reagiert. Da warten wir mal 10 Minuten. So, die Hefe ist schön angegangen, hat Bläschen geworfen und jetzt tun wir das Ganze in die Teigmaschine und kneten es ordentlich durch. So, noch das Öl hinein. Ja, das Ganze kneten wir jetzt auf langsamer Stufe ungefähr 10 Minuten durch, bis es einen schönen glatten Teig ergibt. Ja, Strom einschalten. Moment. So, jetzt aber. So, der Teig ist jetzt gut, der wurde 10 Minuten gut durchgeknetet. Der Teigmaschine, echt eine super Sache. Ich glaube, hätte ich keine Teigmaschine, würde ich gar keinen Teig mehr machen. So, das wird ein wunderbarer Hefeteig, genau wie er für Lepinja sein soll. Dann decken wir ihn zu. Den Hefeteig lassen wir jetzt zugedeckt ungefähr eine Stunde ruhen, damit er schön aufgehen kann und sein Volumen verdoppelt. In der Zwischenzeit mache ich was Sinnvolles und heize den Steinbackofen an. Oh, herrlich, wie das knistert. Ja, den Steinbackofen habe ich übrigens selber gebaut, hat mich viel Mühe gekostet und über 2 Monate Arbeit. Hat sich aber ausgezahlt. Nichts geht über frisches Holzofenbrot. Man kann auch sehr, sehr vieles darin zubereiten. Es ist unheimlich schwer, heute irgendwie gutes Brot zu finden, was sich so alles Bäckerei schimpft. Unfassbar und ja, ich finde, gutes Brot backt man einfach im Steinbackofen. Ihr müsst Lepinja natürlich nicht unbedingt im Steinbackofen backen. Im Backofen funktioniert es genauso gut. 10 bis 12 Minuten bei 200 Grad, Backpapier drunter. Man kann sie sogar in der Pfanne machen. So, was wir jetzt machen, den Teig rausholen. Dann bemehlen wir die Arbeitsfläche. Und dann kneten wir den schön mit den Händen nochmal durch. So gut eine Teigmaschine ist, ohne Handarbeit
geht's doch nicht. Und dann lassen wir den noch mal zugedeckt ungefähr 10 Minuten ruhen. So, 10 Minuten sind rum. Jetzt formen wir den Teig in eine ungefähr 1 Meter lange längliche Form. Sieht ungefähr aus wie eine Schlange. Und schneiden ungefähr faustgroße Stücke raus. 10 Stück. So, aus einem Kilo Mehl haben wir 10 Teiglinge hergestellt. Die werden nochmal durchgeknetet und mit den Händen in kleine Kügelchen gerollt. Dazu bemehlen wir erstmal etwas die Arbeitsfläche. Das sollten eigentlich 10 sein. Einer ist mir runtergeflogen. So, jetzt sind es 10. Ich bin nicht zimperlich. So, erstmal formen wir die Lepenia etwas mit der Hand. Und dann mit dem Teigroller. Nicht zu groß. So. Das ist so die optimale Größe für ein gutes Cevapcici-Brot. Super rund muss es auch nicht sein. Ich mag das, wenn die halt so eine etwas eigenwillige Form haben. So soll es ja auch sein. Dann sieht man, das ist keine Industrieware, sondern wirklich selbst gemacht. So, der nächste Kollege. Die Teiglinge decken wir noch mit Küchentuch zu und lassen sie 10 Minuten gehen, bevor wir sie weiterverarbeiten. Der Ofen wäre dann soweit. Es sind über 300 Grad. Das Feuer sieht gut aus. Den Schamottenboden wird die Hitze wunderbar gespeichert, sodass die Lepenia höchstens 2 bis 3 Minuten gebacken wird. So, im Ofen ist es unheimlich heiß. Würde ich jetzt die Lepenia so reintun, die würde ruckzuck verbrennen. Deswegen habe ich mir einen feuchten Lappen um die Hand gewickelt und damit mache ich den Boden erst sauber und kühle ihn leicht ab. Oh, wer braucht schon Aua? Ich wollte gerade sagen, wer braucht schon Grillhandschuhe? Ich. So. Es kann losgehen. Die Teiglinge sind aufgegangen und jetzt werden wir sie weiter verarbeiten. Dazu bepinseln wir sie erstmal mit Wasser und machen mit der Rückseite vom Messer ein Rautenmuster rein. Das ist typisch für Cevapcici-Brot Lepenia. Bestreuen wir das Ganze noch ein bisschen mit Schwarzkümmel und Sesam. So, jetzt müssen wir sie nur noch backen. Fast wäre es passiert. Unglück. So. Wie gesagt, lang brauchen die nicht. Ich schätze mal so 3 bis 4 Minuten bei der Temperatur. Es ist doch herrlich, wie das aussieht. Na, schaut euch das mal an hier. Klasse. Was wir jetzt machen müssen, jetzt lassen wir die abkühlen und legen noch ein feuchtes Küchentuch drüber für ungefähr 5 Minuten. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Ja, durch das Abdecken mit dem feuchten Küchentuch werden die Lepenia schön weich
und es bilden sich so schöne Bläschen in der Oberfläche. Sieht sehr appetitlich aus, finde ich. Und ja, wie gesagt, 5 Minuten mit einem feuchten Küchentuch abdecken und ruhen lassen. Ja, so sieht es dann aus. Von vorne und von hinten. Schaut mal, wie knusprig das ist, innen total weich. Schmeckt so wie Cevapcici Brot schmecken muss. Leer ist halt ein bisschen dürftig. Man schneidet es in der Mitte auf. In eine Lepinja, also eine Portion Cevapcici sind immer 200 Gramm. Die echten Cevapcici sind auch nur so klein. Ja, die werden in der Mitte aufgeschnitten, wenn ihr die grillt. Und mit Rinderbrühe bestrichen, werden oben aufgelegt auf die Cevapcici, dass das Aroma ein bisschen einzieht. Und dann werden sie mit Rahm bestrichen, original Kaimak, ihr könnt auch Rahm nehmen, frisch geschnittene Zwiebeln rein, 10 und noch 10 Cevapcici zuklappen und einfach nur genießen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt fertig, bis zum nächsten Mal. Ja, das Original Cevapcici Rezept, das werde ich euch auch noch zeigen. Macht's gut!